Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch eines der bekanntesten Rezepte aus der griechischen Küche. Und zwar kochen wir heute Moussaka. Da ich Auberginen allerdings nicht so gerne esse, ersetze ich diese heute einfach durch Zucchinis. Los geht's mit den Kräutern. Je 5 bis 6 Zweige Thymian und Rosmarin. Einfach gegen die Wuchsrichtung von den Stielen zupfen. Anschließend mit einem Messer fein hacken und dann kurz zur Seite stellen. Als nächstes eine rote Zwiebel in feine Streifen und außerdem 750 Gramm festkochende Kartoffeln in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, Kartoffeln und Zwiebeln danach in eine Rührschüssel geben, ein Drittel Thymian und Rosmarin dazugeben, mit einer Prise Salz und Pfeffer würzen, außerdem einen guten Schuss Öl und dann alles mit den Händen vermengen, bis sich Öl und Gewürze gleichmäßig verteilt haben. Die Kartoffelscheiben jetzt in eine große Auflaufform geben, gleichmäßig auf dem Boden der Form verteilen und dann im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten backen. Währenddessen können wir uns um die nächste Schicht kümmern, dafür eine rote Zwiebel in Streifen und 750 Gramm Zucchini in Scheiben schneiden. Ebenfalls in eine Rührschüssel geben und auch hier ein Drittel Thymian und Rosmarin dazugeben, eine Prise Salz und Pfeffer, einen Schuss Öl und dann gut mit den Händen vermengen. Nach ca. 20 Minuten die Auflaufform wieder aus dem Ofen holen, die marinierten Zucchinischeiben gleichmäßig auf den Kartoffeln verteilen und dann für weitere 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze zurück in den Ofen schieben. Währenddessen können wir uns um die Hackfleischschicht kümmern, dafür als erstes eine rote Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden, außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen fein hacken, dann eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für ca. 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Dabei gelegentlich umrühren. Wenn das erledigt ist, die Hitze etwas erhöhen, 750 Gramm Rinderhack dazugeben und für weitere 4 bis 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden krümelig anbraten. Sobald das Hackfleisch gar ist, das letzte Drittel Rosmarin und Thymian dazugeben, einen Teelöffel Kumin, einen halben Teelöffel Zimt, eine gute Prise Salz und Pfeffer und zum Schluss eine Dose gehackte Tomaten. Tomaten und Gewürze unterrühren und das Ganze für 2 bis 3 Minuten köcheln lassen, bis nahezu die gesamte Tomatenflüssigkeit verdampft ist. Das Hackfleisch anschließend vom Herd ziehen und kurz zur Seite stellen. Für die Bechamelsoße 100 Gramm Butter bei mittlerer Hitze erwärmen. Sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu schäumen, 100 Gramm Mehl dazugeben, Butter und Mehl mit einem Schneebesen verrühren, für circa 1 Minute unter ständigem Rühren anschwitzen, danach 500 Milliliter Milch dazu gießen, die Milch klumpfrei unterrühren und wenn das erledigt ist, kommen noch 250 Milliliter Gemüsefond, etwa ein Viertel Teelöffel Muskatnuss und eine gute Prise Salz und Pfeffer dazu. Alles einmal gut umrühren, die Soße anschließend zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren für ca. 2 bis 3 Minuten köcheln lassen, bis die Soße deutlich andickt, dann vom Herd ziehen, zum Schluss 75 Gramm geriebenen Parmesan dazugeben, außerdem 2 Eier, alles gut miteinander verrühren und dann sind wir damit auch schon fertig. Als nächstes etwa ein Drittel der Bechamelsoße zum Hackfleisch geben, alles gut miteinander vermischen
die Hackmischung anschließend auf die Zucchinischicht geben und gleichmäßig darauf verstreichen. Jetzt die restliche Bechamelsoße in die Auflaufform gießen, ebenfalls gleichmäßig verstreichen. Zum Schluss alles mit 75 Gramm geriebenem Parmesan bestreuen und danach für weitere 30 bis 35 Minuten in den Ofen schieben, bis die Oberfläche eine goldbraune Farbe angenommen hat. Nach ca. 30 Minuten bei 200 Grad aus dem Ofen holen und so sieht das fertige Moussaka dann aus. Vor dem Servieren am besten noch ca. 15 bis 20 Minuten in der Form ruhen lassen und dann mit einem Messer in Stücke schneiden und auf Tellern servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.